Sie planen ein neues Hochregallager, bekommen aber von Ihren Lieferanten und von Ihren Kunden qualitativ sehr schlechte Paletten geliefert. Qualitativ schlecht im Sinne von unstabil, teilweise defekt. Und Sie fragen sich, sind diese Paletten wirklich lagerfähig? Dann könnten die nachfolgenden Lösungsansätze für Sie genau die richtigen sein. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Mein Name ist Jens Weißnorner und ich bin Ihr Ansprechpartner für intralogistische Herausforderungen und Vertriebsingenieur bei der Firma Dambach Lagersysteme. Sie stecken vielleicht in folgender Situation fest. Die Planungen für Ihr neues Hochregallager sind schon einen guten Schritt vorangekommen. Das Grundstück ist gekauft, interne Prozesse sind beleuchtet, Leistungszahlen heute und morgen sind definiert. Und jetzt geht es darum, die Transporteinheiten zu definieren. Also sprich, Warengröße und welche Palette. Und genau da fangen Ihre Bauchschmerzen an. Denn die Paletten, die Sie von Ihren Kunden und von Ihren Lieferanten angeliefert bekommen, sind von unterirdischer Qualität. Sie fragen sich, sind diese Paletten wirklich lagerfähig? Was würden Sie jetzt sagen, wenn es gleich mehrere Lösungsansätze für dieses Problem gibt, um Ihre Bauchschmerzen zu lindern? Lassen Sie mich mal 3 der Möglichkeiten herausarbeiten. Möglichkeit 1. Der I-Punkt, auch der Identifizierungspunkt genannt. Diese Möglichkeit fängt schon einen Großteil der fehlerhaften Paletten ab, denn am I-Punkt wird grundsätzlich das Laufbrett der Palette kontrolliert, bzw. die Laufbretter der Palette kontrolliert, der Gabelfreiraum wird kontrolliert, die komplette Kontur Ihrer Transporteinheit und darüber hinaus auch das Gewicht. Denn was wäre, wenn jetzt die Laufbretter nicht kontrolliert werden würden? Ganz einfach. Ihre Paletten würden fehlerhaft auf der Fördertechnik transportiert. Heißt, sie könnten sich verhaken, sie könnten verlaufen, sie könnten im schlimmsten Falle sogar abstürzen. Wenn der Gabelfreiraum nicht frei wäre, das RBG könnte es vielleicht noch aufnehmen, im Lager einlagern, aber wenn jetzt hier zum Beispiel ein Klotz verdreht wäre und die Gabel würde herausfahren, könnte im schlimmsten Fall sich die ganze Transporteinheit verdrehen. Das wäre erstmal nicht das Problem. Aber wenn Sie es wieder auslagern wollen würden, dann würde Folgendes passieren. Die Gabel fährt aus, schiebt die gesamte Transporteinheit nach hinten und sie würde auch dort im schlimmsten Falle abstürzen. Was wäre das Ergebnis davon? Sehr hohe Kosten, Ausfallzeit und das können Sie gar nicht gebrauchen. Möglichkeit 2. Kurze Transportwege. Sind nun die 2 Möglichkeiten, die ich gerade genannt habe, Laufbrett, Gabelfreiraum, geprüft und so weiter in Ordnung, aber der Gesamteindruck der Palette, die Qualität der Palette weiterhin sehr, sehr schlecht, kann natürlich auch der kurze Transportweg hilfreich sein. Denn umso kürzer die Transportwege sind, umso weniger fehleranfällig ist das ganze System. Hier könnte zum Beispiel eine Elektrobodenbahn Abhilfe schaffen. Denn dieses skalierbare System ist auch für die Zukunft ausgelegt. Steigert sich Ihre Leistung, steigert sich die Anzahl der Paletten, können einfach mehr Fahrzeuge eingesetzt werden. Wenn Sie die Paletten auf die Fördertechnik aufgegeben haben, übernimmt die Elektrobodenbahn Ihre Paletten, fährt sie, wohin Sie möchten und gibt sie dann direkt am Übergabeplatz zum RBG ab. Möglichkeit 3. Wenn nun Möglichkeit 1, Möglichkeit 2 nicht funktioniert haben, dann gibt es eine sehr effektive Möglichkeit und das ist die Unterpalette oder auch Mutterpalette genannt. Denn wenn Sie eine Palette haben, die sehr stark beschädigt ist, dann hilft oftmals eben genau nur diese Möglichkeit. Wie funktioniert das Ganze? Sie geben Ihre Transporteinheit auf, anschließend wird eine Mutterpalette oder auch die Unterpalette unter die Transporteinheit gestellt, sodass Sie nun Palette und Ware als Gesamtpaket haben. Diese Mutterpalette oder auch Systempalette kann dann erfolgreich, störungsfrei auf der Fördertechnik, auf der Bodenbahn, auf dem Regalbediengerät eingelagert werden und so deutlich Fehler reduziert werden. Darf ich nochmal zusammenfassen? Die richtige Prüfung der Paletten, eine angepasste Lagerung und kurze Transportwege bedeuten störungsfreierer Betrieb der Fördertechnik, keine Ausfallzeiten der Regalbediengeräte durch schlechte Paletten
und dadurch eine hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Wenn Sie nur neugierig geworden sind, welche der 3 Möglichkeiten für Sie die effektivste ist, können Sie mich gerne kontaktieren und wir finden gemeinsam für Sie eine Lösung. Sie sind jetzt auf der Suche nach unseren Kontaktdaten. Unten in der Videobeschreibung finden Sie unseren Link. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.